Hallo, im heutigen Video wollte ich über das Thema Finanzen sprechen. Das ist natürlich nicht ganz so attraktiv und meistens ist es auch ein bisschen unangenehm. Aber ich wollte euch im Prinzip mal erzählen, wie ich jetzt seit ungefähr 5 Jahren bei uns die Finanzen tracke und im Überblick behalte. Weil oft ist es ja so, dass im hektischen Alltag das oft gar nicht so richtig einem bewusst ist, wo man überall sein Geld lässt und wo man es im Prinzip vielleicht auch einsparen könnte. Also ich habe dazu ein Tool entwickelt, also 2 Listen entwickelt. Das eine ist eine monatliche Übersicht über das, was man ausgibt, und das andere ist einen jährlichen Überblick über alle Kosten und Einnahmen, die man als Single, Paar oder eben Familie hat. Und in dieser jährlichen Übersicht, da gibt es dann auch praktisch so eine Art Budgetierung, erkläre ich euch aber gleich, wenn ich euch die Listen zeige. Ich weiß, es gibt Apps dazu, zum Beispiel seine Ausgaben zu tracken. Ich bin da ein bisschen oldschool, wenn es um die Finanzen geht. Ich möchte die nicht in irgendeiner App haben, wo ich nicht weiß, wer da alles Zugriff drauf hat oder wo die Daten liegen. Deswegen bin ich da jetzt ganz einfach auf eine Excel-Liste ausgewichen, die jetzt auch nicht wahnsinnig kompliziert ist und auch nicht viel Zeit in Anspruch nimmt. Los geht's! Wir fangen an mit der monatlichen Finanzübersicht. Also zunächst habt ihr hier oben den Monat, den könnt ihr dann hier eintragen und euch jeweils für den Folgemonat die Liste weiter kopieren. Dann gibt es die Kategorie Lebensmittel, Getränke, also alles, was man isst und trinkt, wird hier eingetragen und was man dafür einkauft. Also es fängt damit an, dass wir sagen, wo habe ich das eingekauft, welchen Betrag habe ich ausgegeben und mit welchem Mittel habe ich bezahlt. Also habe ich mit Checkkarte bezahlt, habe ich überwiesen, habe ich bar bezahlt oder mit Kreditkarte bezahlt. Das ist auch nochmal, wenn man auch vielleicht mehrere Konten besitzt, ist es auch nochmal ein ganz guter Hinweis zu gucken, welches Konto benutze ich wo. Die zweite Kategorie sind die sonstigen Ausgaben. Und hier ist im oberen Feld erstmal das Thema Abos. Also welche Abos habe ich monatlich? Sprich Spotify, Netflix, eventuell irgendwelche App-Kosten oder Fitnesscenter oder was weiß ich. Also die kommen hier oben rein. Das sind diese kleinen Beträge, die sich aber ganz schön über den Monat auch zusammenleppern können. Darunter habe ich nochmal einen Strich gemacht, weil die im Grunde genommen jeden Monat kommen. Und dann werden hier alle Kategorien eingetragen, die ich sonst im Alltag habe, bei denen ich was ausgebe. Also sprich, ich gehe ins Kino, ich gehe essen, ich gehe Klamotten shoppen, in die Parfümerie, in den Drogeriemarkt. All das wird hier eingetragen. Auch wieder, wo habe ich meine Ausgabe getätigt, welchen Betrag habe ich benutzt und ausgegeben und mit welchem Zahlungsmittel habe ich bezahlt. Die dritte Kategorie, die ich habe, ist das Thema Tanken. Und hier, klar, habe ich dann eine Übersicht, wie viel Benzin ich in diesem Monat verbraucht habe oder Diesel, wenn man ein Auto überhaupt besitzt. So. Und dann habe ich noch so eine Hilfskategorie, das ist das Thema mit der Kreditkarte. Hier trage ich also alle Umsätze, die ich in den anderen Kategorien schon eingetragen habe und die ich mit Kreditkarte bezahlt habe, auch nochmal ein, weil das erleichtert mir deutlich dann die Überprüfung meiner Kreditkartenabrechnung am Ende des Monats. Am Schluss gibt es noch die Ausgabenkategorie Sonderausgaben. Hier ist es zum Beispiel, war ich in der Autowerkstatt, musste ich da was bezahlen. Wenn ich privat versichert bin, habe ich Kosten für Arztrechnungen oder Rezepte. Wenn ich ein Steuerbüro beauftragt habe, habe ich eventuell da auch monatliche Kosten für eine Buchhaltung oder eben irgendwelche Kosten. Dann das ganze Thema rund um den Urlaub, Reisen, also sprich, was habe ich ausgegeben für Flüge, für Bahn, Hotelbuchungen oder Ferienhausbuchungen, alles das kommt unter die Kategorie Urlaub. Und dann eben noch Finanzamt, also habe ich eventuell monatliche Umsatzsteuerzahlungen, habe ich Einkommensteuernachzahlungen, Vorauszahlungen, kriege ich irgendwas vielleicht hoffentlich zurück. All das kann ich im Monat dann auch unter dem Finanzamt eintragen. Und gerade diese letzte Kategorie der Ausgaben, Sonderkategorien, das ist jetzt nochmal wichtig, um es dann auch für den Jahresfinanzplan zu betrachten. Und das wäre es eigentlich auch schon. Hier trage ich also alles das ein, was für den Monat wichtig ist, was ich hier ausgebe. Und nun kommen wir zum Jahresfinanzplan, weil der Jahresfinanzplan ist ja auch interessant, weil ich da meine Ausgaben meinen Einnahmen gegenüberstelle. So, fangen wir an mit dem Jahresfinanzplan. Wie ihr hier seht, habe ich hier die 12 Monate über das ganze Jahr. Hinten eine Quersumme jeweils und dann habe ich hier
verschiedene Kostenkategorien. Das erste sind die sogenannten Fixkosten. Hierzu zählt natürlich alles das, was monatlich auftaucht, unabhängig von dem, was wir eben schon in den Monatslisten hatten, nämlich Miete, Strom, beispielsweise Gasrechnungen. Dann haben wir beispielsweise eine Patenschaft bzw. 2 Patenschaften bei Plan. Das heißt, wir bezahlen 2 Mal an Plan im Monat für diese Kinderpatenschaften. Wir haben hier in der Familie welche, die über Familienmitglieder, die über private Krankenversicherungen versichert sind, andere über gesetzliche, also freiwillig über gesetzliche Krankenkasse versichert. Das haben wir hier auch drin, die Beiträge. Dann haben wir noch Zusatzversicherungen wie Krankenhauszusatzversicherung, Reisezusatzversicherung, solche Sachen. Und dann natürlich Telefon, Festnetzrechnung, wenn man überhaupt noch ein Festnetz hat, Handyrechnungen. Die Kinder sind in der Musikschule, das heißt, da ist auch ein monatlicher Betrag, der anfällt. Und natürlich die GEZ-Gebühren, die nicht jeden Monat anfallen, aber die in 3-monatigen Abständen anfallen und dann hier entsprechend in den Monaten zugeordnet werden können. Das sind erstmal die groben Fixkosten. Dann haben wir das Thema der Einkäufe und hier kommen jetzt im Prinzip diese Bereiche rein, die wir in der Monatsfinanzübersicht hatten. Also, was habe ich für Lebensmittel ausgegeben und was habe ich sonst so ausgegeben. Ich mache das hier an der Stelle immer so, dass ich, weil ich mittlerweile weiß, wo wir ungefähr liegen, bei welchen Ausgaben in diesen Bereichen, also am Anfang des Jahres so eine Art Budgetierung mache und dann also einen festen Betrag reinnehme, der dafür zur Verfügung steht und dann am Monatsende natürlich immer den tatsächlich ausgegebenen Betrag da reinpacke und dann sehe, liege ich über oder unter diesem Budget und muss ich da irgendwo was anpassen. Dann kommen noch die sonstigen Kosten wie das Tanken, was wir auch in der Monatsübersicht haben, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer, Hausrat- und Haftpflichtversicherung, Einkommenssteuernachzahlung, die Kategorie Urlaub kommt hier rein und das sind alles Kategorien, die eben nicht jeden Monat anfallen, sondern beispielsweise die Kfz-Versicherung zahlen wir jährlich. Das heißt, ich trage die dann in dem Monat ein, wenn sie fällig wird, ähnlich mit der Steuer fürs Kfz und so weiter. Und ich habe aber hier dann auch einen ganz guten Überblick, in welchem Monat welche Kosten wo anfallen, weil es ist ja schon ein Unterschied, wenn ein üppiger Betrag für die Kfz-Versicherung abgebucht wird in einem Monat und man hat das nicht unbedingt auf dem Zettel gehabt. Das kann schon ganz schön einschlagen. Ja, und da habe ich dann alle Kosten und am Ende dann praktisch hier eine Gesamtsumme. Und dann muss ich natürlich dem gegenüber die Einnahmen einstellen. Das heißt, wenn ich angestellt bin, ist es natürlich erstmal einfach, weil dann kann ich hier einfach nur mein Gehalt einstellen. Wenn man selbstständig ist, muss man auch so ein bisschen planen. Da weiß man ja möglicherweise auch nicht, ob es jeden Monat gleich ist vom Betrag her. Dann sonstige Einnahmen, wenn ich irgendwas verkaufe beispielsweise. Wir haben Kindergeld noch als Einnahme, das kann man dann auch monatlich durchführen. Dann eventuell Steuerrückzahlung. Hat man beispielsweise Immobilien, in denen man Mietzahlungen generiert oder Kapitalerträge oder Zinsen, die man bekommt. Das kann man natürlich dann da alles eintragen, also alles das, was reinkommt, was man einnimmt. Und natürlich muss man das ganz individuell für sich mal aufsetzen, also mal zu gucken, ja, was haben wir denn eigentlich alles für Kosten und wo haben wir denn eigentlich überall Einnahmen. Man hat es dann aber in einem Überblick und kann dann am Schluss immer hier unten sehen, wie sich das auskommt. Also sprich die Einnahmensumme minus der Ausgabensumme. Und hoffentlich hat man dann eine positive Zahl da stehen und keine negative Zahl. Also das sollte natürlich das Ziel sein. Ja, das war jetzt unser Überblick über die 2 Listen, die wir haben. Und uns helfen die tatsächlich sehr gut, das zu tracken. Das bedeutet auch gar nicht so viel mehr Aufwand. Wie gesagt, vielleicht 5 Minuten am Tag, um die Ausgaben einzutragen, wenn ich überhaupt jeden Tag Ausgaben habe. Und dann einmal im Monat, sprich wenn die Kontoauszüge kommen, also an den ersten paar Tagen vom neuen Monat, die Sachen einzutragen, durchzurechnen, abzustimmen und dann in diesen Jahresfinanzplan aufzunehmen, um das dann immer wieder anzupassen. Und das ist ein ganz gutes Tool. Man hat einen Überblick tatsächlich darüber, was alles ausgegeben wird und eigentlich hilft es auch sehr gut, gerade diese versteckten, kleinen, vielen Ausgaben mal aufzudeuten, nämlich zum Beispiel auch diese ganzen Abo-Geschichten oder so, wo man dann denkt, huch, da habe ich ja auf einmal doch 200 € im Monat, was ich nur an irgendwelchen komischen Abos vielleicht ausgebe und habe da gegebenenfalls auch ein Einsparungspotenzial.
Ja, lasst mir mal einen Kommentar da, ob euch das irgendwie gefallen hat oder ob es für euch hilfreich war. Wenn ihr Lust habt, kann ich da auch noch ein paar Sachen mehr zu erklären, überhaupt zu diesem ganzen Finanzthema. Und dann wünsche ich euch eine schöne Zeit und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.